Hallo allerseits, ich bin heute auf der Munich Time, eine Fachmesse für Uhren, Großuhren, Kleinuhren, Armbanduhren. Faszinierend, was man hier sehen kann. Und jetzt bin ich am Stand von der Firma Erwin Sattler, die feiert heute 60-jähriges Jubiläum. Und Markus Glöckler, er ist Produktionsleiter bei Sattler, will mir zeigen ein paar von den aktuellen Highlights und Neuheiten. Aktuell haben sie, glaube ich, eine Jubiläumsuhr zum 60. Jubiläum gebaut, die wir uns jetzt genauer ansehen. Genau. Jetzt gehen wir mal hier an unsere aufwendigste Uhr in der Kollektion. Das ist die Opus Perpetual. Eine Präzisionspendeluhr mit ewigem Kalender, Halbstundenschlagwerk und dreidimensionaler Mondphasenanzeige. Dieses Stück ist wegen unserem Jubiläum auf 60 Modelle reserviert, limitiert. Das heißt, insgesamt werden 60 Stück gebaut. Jede Uhr trägt dann die Individualnummer im Zifferblatt. Und wenn wir uns jetzt mal diese Uhr genauer anschauen, dann sehen wir, wie hoch ist die ungefähr? Die ist so ziemlich exakt 1,40 Meter. Hier kann man sagen, die Uhr hat die Maße deswegen, weil sie eine echte Sekundenpendeluhr ist. Das heißt, jede Pendelschwingung von links nach rechts dauert exakt 1 Sekunde. Und im selben Takt springt dann eben auch der große zentrale Sekundenzeiger. Diese Uhr ist in einer skelettierten Version gebaut. Das heißt, man hat durch Durchbrüche im Zifferblatt diesen extrem aufwendigen Mechanismus für den ewigen Kalender sichtbar gemacht. Insgesamt hat das Uhrwerk über 600 Bauteile und ein Großteil davon wird benötigt, um den gregorianischen Kalender in einer mechanischen Maschine nachzuempfinden. Das heißt, dieses Uhrwerk ist bis ins Jahr 2100 immer korrekt, was die Tages-, Datums- und die Monatsanzeige angeht. Dann muss ich es einmal neu stellen und dann wird es wieder stimmen. Dann stimmt es wieder die nächsten 200 Jahre. Das heißt, im Klartext, die Uhr weiß, wann der Februar 28 und wann er 29 Tage hat, wann Monate mit 30 oder 31 Tagen dran sind und wann das Schaltjahr ist. Wir als Großuhrenmacher haben natürlich im Uhrwerk ein bisschen mehr Platz zur Verfügung als die Kollegen aus der Kleinuhrbranche und können den Mond so darstellen und die Zifferblatt, wie er tatsächlich ist, nämlich als Kugel. Müssen wir näher ran? Das Uhrwerk schaltet jeden Tag den Mond ein Stück weiter über ein ganz exakt berechnetes Räderwerk, sodass ein Fehler erst in 100 Jahren sichtbar wird. Die Mondphase ist nämlich nicht 29,5 Tage genau, sondern mit einer ganz ungeraden Zahl hinterm Komma, mechanisch sehr schwierig. Also wesentlich genauer als bei den üblichen Wanduhren, Standuhren, die normalerweise so eine Mondphase drin haben, die normal mit 29,5 Tagen arbeiten. Genau, das würde so in ungefähr 3 Jahren zu einem sichtbaren Fehler führen von einem Tag, und bei uns geht es natürlich wesentlich länger, bis man den Fehler sieht. Und das Pendel hat hier, glaube ich, auch eine Druckluftkompensation. Genau, wenn wir jetzt das Pendel entlang die Uhr nach unten anschauen, dann kommt eigentlich als wichtigstes die Temperaturkompensation an dem Pendelgewicht. Für eine Pendeluhr ganz allgemein ist es extrem wichtig, möglichst exakt die Pendellänge beizubehalten, egal ob es wärmer oder kälter wird. Die Pendelstange ist aus Invar, das ist eine spezielle Legierung, Eisen mit 36% Nickel, und dehnt sich sehr wenig aus bei Temperaturschwankungen. Die restliche Ausdehnung wird kompensiert durch eine Stahlröhre, die dann dafür sorgt, dass das Pendelgewicht immer auf gleichem Niveau bleibt. Dann haben wir hier kleine etwas Gewichte, mit denen man genau. ausgleichen kann. Wenn der Kunde die Uhr sehr, sehr fein regulieren möchte, auf weniger als um Schritte weniger als 1 Sekunde, dann werden kleine Auflagegewichte aus diesem Etui genommen. Dann kann der Kunde durch Auflegen oder Wegnehmen von Gewichten vom Regulierteller die Uhr im Zehntel- und Hundertstel-Sekundenbereich schneller oder langsamer machen. Das heißt, man kann hier wirklich Hundertstel-Sekundenweise die Uhr nachjustieren. Ganz genau. Idealerweise nach ein paar Tagen wieder zurückrechnen und so
hat der Kunde dann den Spaß, die Uhr wirklich ganz exakt fein zu stellen. Das heißt, eine mechanische Uhr, die ja auch dann auf Monate hin fast genau geht? Wir kriegen Ganggenauigkeiten von 1-2 Sekunden im Monat mühelos realisiert bei der Uhr, hängt aber letztendlich auch davon ab, wo die Uhr hängt. Also eine Villa im Erdgeschoss mit dicken Mauern ist günstiger als ein Wolkenkratzer im Erdbebengebiet im 50. Stock, das ist ganz klar. Aber man hat sehr hohe Genauigkeiten. Wenn wir das Pendel weiterhin anschauen, dann sehen wir hier 2 Luftdruckkompensationsinstrumente, die Luftdruckschwankungen, die wir auf der Erdoberfläche haben, ausgleichen, weil auch hoher oder niedriger Luftdruck verfälscht die Schwingung des Pendels etwas. Und diese Kompensatoren können diesen Fehler eben ausgleichen. Das heißt, unsere bayerische Föhnlage wird hier kompensiert. Ganz genau. Und dann natürlich alles kugelgelagert und alles sehr aufwendig gefertigt. Rein vom mechanischen Aufbau sind in dem Räderwerk eigentlich sämtliche Reibungsstellen optimiert durch Einsatz von Kugellagern, durch Lochsteine. Die Hemmung hat Steinpaletten. Nach dem Konstruktionsprinzip von Graham ist die bewährteste Großuhrenhemmung, die man immer noch heute verwendet. Geschützt und eingebaut ist dieses Meisterwerk in einem sehr transparenten Gehäuse aus verchromten Aluminiumprofilen. In dieser Version ist die Rückwand mit einer Carbon-Intarsie gemacht, einer Kassette, die aber der Kunde auch nach eigenem Wunsch gestalten kann. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass diese Uhr, so faszinierend und toll wie sie ist, so aufwendig ist. Sie wird ja, glaube ich, komplett in Gräfelfing von Hand gefertigt. Gräfelfing bei München, da haben Sie Ihre Manufaktur mit 20, 30 Mitarbeitern, glaube ich. Es sind ca. 30 Mitarbeiter, die insgesamt am Entstehungsprozess von so einer Uhr beteiligt sind. Der ganze Aufwand und die Materialien dieser Uhr führen dann zu einem Publikumspreis von 118.000 €. Es sind von unserer Kapazität eigentlich pro Jahr nicht mehr wie 10 Uhren zu bauen, weil man bei so einem komplexen Uhrwerk doch sehr viele einzelne Schritte von Hand in der Produktion machen muss. Gut. Schauen wir uns aber noch eine weitere Neuheit an des Jahres, die Sie vor kurzem vorgestellt haben oder heuer im Frühjahr. Wesentlich kleiner, doch deutlich günstiger zu haben, aber auch irgendwie faszinierend schön. Die Uhr, das ist, wie heißt die jetzt? Im Tischuhrbereich ist es unser neues Modell, die Opera. Diese Uhr wird jetzt im Gegensatz zur Opus Perpetual nicht mit Gewichten angetrieben, sondern mit einer Zugfeder. Und um einen konstruktiven Nachteil dieser Feder auszugleichen, ist dieses Uhrwerk mit einem Antrieb über Zugfeder, Stahlseil und Schnecke ausgestattet. Das heißt, ein im Prinzip stufenlos Getriebe gleicht die Drehmomentschwankung der Zugfeder aus. Wenn man in das Uhrwerk genau hineinsieht, dann sieht man, dass das Stahlseil auf einer sogenannten Schnecke aufgewickelt ist. Das heißt, es ändert dann dadurch den Radius. Den Hebel, genau, den Radius. Und wenn die Feder stark ist, zieht sie am kleinen Hebel und wenn sie schwach wird, am großen Hebel. Somit können wir über die Gangdauer von 15 Tagen eine sehr gleichmäßige Kraftabgabe und somit einen konstanten Gang der Uhr bewerkstelligen. Diese Uhr, aus welchen Materialien ist die gefertigt? Ganz traditionelle Materialien kommen hier zum Einsatz. Stahl, Messing, Glas und Holz als Material für den Sockel. Zusatzfunktionen hat die Uhr auch noch 2, wenn man so will. Einmal hier die Mondphasenanzeige, die man natürlich auch korrigieren kann. Ist der Mond also wunderbar auf dem Zahnrad montiert, man sieht sehr hier, unscheinbar, genau, weil es im Skelettwerk dann verschwindet und fast unscheinbar getarnt ist. Links drüber ist die Datumsanzeige, die man auch ganz einfach schnell verstellen kann. Gehen wir wieder aufs aktuelle Datum, der 27. Und eigentlich eine sehr nützliche Anzeige. Rechts daneben ist die sogenannte Gangreserveanzeige.
ansonsten ist bei einer federgetriebenen Uhr der Kunde immer im Unklaren, wie lange läuft sie denn noch. Das kenne ich, ja. Und hier kann man ähnlich wie bei der Tankanzeige im Auto einfach sehen, wann wird es wieder Zeit, um mit neuer Energie die Uhr am Laufen zu halten. Empfohlen wird ja, dass man sie doch erst im letzten Drittel wieder neu aufzieht, oder ist das völlig egal? Das ist jetzt in dem Fall bei der Uhr relativ unwichtig, weil sie ja durch Kraftausgleich immer im idealen Bereich läuft. Aber natürlich ist, wenn einen der Spieltrieb überkommt, jederzeit zwischendrin ein Aufziehen möglich. Und diese Opera haben Sie heuer auch vorgestellt, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums, als Neuheit für heuer und für die nächsten Jahre. Das ist jetzt das ist jetzt keine limitierte Uhr, sondern fortlaufende Serie, aber jede Uhr hat eine Individualnummer, sodass jeder seine persönliche Uhr hat, keine gleich der anderen. Was muss der Liebhaber für so ein Stück ausgeben? Bei dieser Uhr sind wir in einer Preislage von 16.800 € im Laden. Also doch deutlich erschwinglicher als die wunderschöne Wanduhr. Das heißt, also man kann auch ein Meisterstück von Erwin Sattler, in deutlich anderen Preisregionen ebenso erstehen, und ist schon auch faszinierend, gefällt mir auch. Sie haben noch eine weitere Uhr, die Sie mir noch zeigen wollen, deutlich kleiner. Wir haben ja hier auf dieser Munich Time auch viele Armbanduhren schon gesehen und viele Taschenuhren, und Sie haben auch da eine Neuheit, die Sie heuer vorstellen oder vorgestellt haben. Vor ein paar Jahren sind wir in die glückliche Lage gekommen, eine alte Serie von 100 Stück Minerva Taschenuhrwerken aus 1920 kaufen zu können. Und rund um dieses Uhrwerk haben wir dann in den letzten Jahren zwei Modelle kreiert. Man sieht einmal links eine Taschenuhr, die schon ein paar Jahre im Programm ist, und neu für heuer mit demselben Uhrwerk eine sehr edel gemachte Armbanduhr, typisch für Sattler mit Regulator-Zifferblatt. Dadurch ergibt sich auch die ungewöhnliche Lage der Aufzugskrone bei der 6 Uhr, weil wir das Uhrwerk eigentlich gedreht eingebaut haben, so dass wie bei den Großuhren üblich die Sekunde auf der 12 Uhr Position und die Stunde bei der 6 Uhr ist. Hat natürlich den großen Vorteil, wenn man irgendwo am Handgelenk die Krone normal im Weg hat, mich stören bei großen Uhren die Kronen immer sehr. Das Problem wäre hier elegant gelöst. Das ist der angenehme Nebeneffekt, dass bei dieser doch knapp 50 mm großen Armbanduhr die Krone sich unter Umständen unangenehm ins Handgelenk bohrt, wie Sie genau sagen. So ist sie vornehm geschützt, kann nicht abgerissen werden. Es gibt ein kleines Hilfswerkzeug, mit dem man die Uhr schön aufziehen kann. Diese Uhr ist limitiert auf 60 Stück. Und auch fürs Jubiläum. Auch fürs Jubiläum. Und hier ist die Limitierung sozusagen wirklich ganz ernst gemeint, weil wir natürlich einen Teil der Werke auch als Ersatzteilspender aufbewahren müssen. Und wenn diese Werke verkauft sind, dann ist es unwiederbringlich zu Ende mit diesen Uhren. Gut, das heißt, die Regulateur 1920 ist also eine, die wirklich sehr selten dann sein wird, weil es maximal 60 Stück geben wird. Was muss der Sammler, Liebhaber dafür ausgeben? Bei diesem Uhrwerk im massiven Goldgehäuse, so wie sie jetzt da gezeigt wurde, sind 39.000 € im Laden notwendig, um sich dieses edle Stück ans Handgelenk schnallen zu können. Und die Taschenuhrversion, in der Variante, wie sie hier zu sehen ist? Die Taschenuhr auch aufwendig guillochiert und graviert von unserem Partner Herrn Benzinger im massiven Goldgehäuse, liegt bei 58.000 €. Ist zwar auf den ersten Blick eine Menge Geld, für mich auf alle Fälle eine Menge Geld, kann ich mir als Fachjournalist nicht leisten, aber es ist faszinierend zu sehen. Es gibt viele Liebhaber, die solche Uhren schätzen und lieben,
wenn man hier sieht, wie voll diese Uhrenmesse, diese Munich Time ist, dann kann man sich durchaus vorstellen. Herr Glöckle, ich bedanke mich für diese sehr ausführliche Führung durch Ihre aktuellen Neuheiten dieses Jahres und für diesen Ausflug mit den vor allem ausführlichen Erklärungen zu diesen Uhren, die dann sicher auch einiges erklären. Vielen Dank und bis demnächst.